Heute werde ich euch 3 Sommerdeko-Ideen im Glas zeigen. Ja, und den Anfang macht jetzt hier dieses ganz kleine Glas. Das hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von 7 cm und der Durchmesser beträgt ca. 5,5 cm. Ich werde jetzt mal zunächst mein Zebragras zurechtschneiden. Ob ich die Blätter nachher noch gebrauchen werde, weiß ich an dieser Stelle noch nicht. Aber ich lege die dann gleich erst einmal beiseite und dann überlege ich mal, wofür man die noch verwenden könnte. So, ihr könnt es ja schon sehen. Ich halte jetzt hier mal zunächst an mein Glas an und schneide sie mir aber alle auf eine unterschiedliche Länge. Ne, den einen mal kürzer, den anderen mal länger. Ich sag mal so frei Schnauze abschneiden, wie ihr das halt leiden mögt. Und das werde ich jetzt aber auch mal für euch etwas beschleunigen. Ich hoffe, mein Zebragras reicht jetzt gleich auch aus. Erschreckenderweise ist das jetzt dieses Jahr noch nicht so extrem gewachsen, ja, wie in vorherigen Jahren. Obwohl wir ja eine Menge Regen hier hatten, ne? So ist es ja nicht. Das kleine hier, das lege ich jetzt auch beiseite. Das kann man jetzt nicht mehr gebrauchen. Und dann haue ich jetzt mal für euch den Zeitraffer rein. Das Zebragras habe ich mir jetzt soweit zurechtgeschnitten und ihr könnt es ja schon sehen, das gesamte Glas ist jetzt halt befüllt mit dem Zebragras. So, was ich jetzt aber noch machen muss, ich muss mir meins noch etwas sortieren. Alternativ zu dem Zebragras könnte man jetzt auch beispielsweise, ich hätte jetzt schon fast Farn gesagt, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Schilf, genau, Schilf könnte man nehmen, weil Schilf und Zebragras, die haben hier so kleine Löcher. Und diese kleinen Löcher mache ich jetzt nach oben hin weg in mein Glas, weil in diese kleinen Löcher werden jetzt gleich Kornblumen und Gräser hineingesteckt werden. Im Übrigen werde ich das Ganze jetzt gleich als Trockenblumendeko erstellen. Und ich muss jetzt mal ein bisschen hier rumbrockeln, dass ich halt die längsten Halme, wie auch immer, mehr hier so in der Mitte habe und die kürzeren dann halt mehr nach außen hin. Oder ihr macht das komplett gemischt, ne? Das bleibt jetzt hier jedem selbst überlassen. Nur halt darauf achten, dass ihr halt diese Öffnungen in den Halmen so nach oben hin weg habt. Teilweise gibt es auch welche, da sind keine Löcher vorhanden. Die mache ich dann an den Außenbereich, weil ich will hier mehr so im inneren Bereich gleich arbeiten. Aber wer mich kennt, der weiß, ich kann mich auch noch mal vielleicht umentscheiden. Mal gucken. Ich habe mir jetzt im Nachhinein noch ein paar einzelne Halme zurechtgeschnitten. Ja, und jetzt werden halt die Kornblumen und diese Gräserwedel eingearbeitet werden. Und das Ganze wird in meinem Fall, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon erwähnt habe, als Trockenblumendeko auf Dauer werden. So rum, ne? Also anders mal gesagt, das Ganze darf jetzt in meinem Fall ruhig mit der Zeit eintrocknen. Wer möchte, der kann auch etwas Wasser in so ein Glas einfüllen. Dann müsst ihr aber auch darauf achten, dass halt die Kornblumen und auch diese, Gräserwedel bis nach unten hin halt hier durchgehen. Dann müsst ihr beim Schneiden auch wieder darauf achten, die Gräser haben hier auch, ja, jetzt habe ich hier kein Beispiel, haben hier auch so kleine Knoten dran. Die würde ich dann dementsprechend abschneiden, dass ihr da halt komplett durchstecken könntet, ne? Und bevor ich das hier einarbeite, wollte ich jetzt auch nochmal erzählen, halte ich es erst einmal an und schneide es mir halt dann zurecht. Und ich weiß, ich wiederhole mich jetzt hier gerade. In meinem Fall wird das Ganze auf Dauer gesehen eine Trockenblumendeko werden. Auch die Kornblumen, also ich persönlich finde, wenn die eingetrocknet sind mit der Zeit, sehen die auch noch richtig hübsch aus. Ist halt meine Meinung. Meine erste Deko-Idee habe ich nun soweit fertig.
Noch mehr werde ich jetzt daran nicht einarbeiten. Ja, und wie bereits erwähnt, im Laufe der Zeit wird das Ganze dann halt eintrocknen. Aber ich finde, das eignet sich jetzt auch super zum Beispiel für eine Grillparty, wenn man halt nur so eine kleine zierliche Tischdeko machen möchte. Das zweite Glas hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von 8 cm und der Durchmesser beträgt 14,5 cm. Ja, und mir ist jetzt auch eingefallen, wofür ich jetzt hier halt noch diese Blätter vom Zebragras verwenden könnte. Die werden jetzt hier einfach in mein Glas eingearbeitet werden, beziehungsweise die kommen jetzt hier nur an den Rand meines Glases. Und dann muss ich jetzt gleich auch mal in meinen Garten. Ich wollte mir noch ein paar Materialien hinzuholen. Bin am Überlegen, ob ich gleich noch etwas Frauenmantel und ein paar Hortensien schneiden werde. Aber ich muss jetzt hier erst einmal selber noch in Ruhe darüber nachdenken, wie das Ganze nachher genau letzten Endes aussehen soll. Viele Ideen, die entstehen bei mir auch erst immer im, ja, ich sag mal wirklich im Laufe des Prozesses. Ich habe zwar immer schon so eine grobe Richtung im Kopf, aber es kann auch gut möglich sein, dass ich die dann halt im Laufe des Erstellens dann doch nochmal verwerfe. Ich bin jetzt gerade dabei, mein Glas mit Wasser zu befüllen. Nicht, dass ich das im schlimmsten Fall nachher noch vergesse. Mal eben gucken, wie viel haben wir drin. Ja, kann ruhig alles rein. Ist jetzt so in etwa die Hälfte der Glashöhe. Würde ich jetzt mal so, ja, sagen wir mal so grob in etwa die Hälfte. Dann habe ich hier eine Bauernhortensie. Das hier sind jetzt die Frauenmantel-Elemente. Mir ist jetzt gerade wirklich der Name nicht eingefallen. Ich habe ein paar Blüten abgeschnitten und ein paar Blätter. Und eventuell werde ich noch ein paar Blüten von einem Storchschnabel einarbeiten, so rum. Und bei den Blättern werde ich folgendermaßen vorgehen. Ich bündel mir immer so 3, 4 zusammen. Ich finde, das sieht dann immer etwas schöner aus. Und dann gucke ich mal. Ja, können wir etwas einkürzen. Und das sieht dann nachher hoffentlich auch ganz süß aus. Ja, die dürfen ruhig nachher so beisammen sein, die Blätter. Dann kommt mal die Bauernhortensie hinzu. Die musste ich jetzt nicht mehr einkürzen, die passte jetzt in meinem Fall zufälligerweise allerdings. Nehme mal wieder Blätter vom Frauenmantel. Ja, wie gesagt, ruhig so bündeln. Zack. Na, du bist aber noch nicht dran. Ich denke, das sieht nachher ganz süß aus. Immer hier mal mit der Hortensie etwas justieren. Wieso habe ich jetzt hier gerade wieder meine kleinen Sprachstörungen? Ich finde aber auch, das Zebragras macht sich da auch richtig gut drin. Jetzt kommen mal die Blüten hinzu. Tat mir zwar etwas in der Seele weh, da was abzuschneiden, aber ich habe relativ viel Frauenmantel im Garten. Jetzt nicht massenweise, aber der sät sich im Übrigen auch mal von alleine ganz gut aus. Und ich muss jetzt auch mal fairnesshalber sagen, meiner ist bereits am Verblühen. Ja, außer das jetzt hier. Das war jetzt aber jetzt wirklich Zufall. Achtet auch darauf, dass nachher keine Blätter so im Wasser drin sind. Ne? Dann kann das nämlich relativ schnell anfangen zu verfaulen. Das wollte ich jetzt auch noch erwähnen. Ob ich den Storchenschnabel oder Storchschnabel vielmehr, ich will immer Storchenschnabel sagen, mit einarbeiten werde, muss ich jetzt mal gleich gucken. Ach, das hier können wir jetzt auch noch nehmen. Hatten wir ja vorhin abgeschnitten oder ich vielmehr. Auch mit dem zweiten Glas bin ich jetzt soweit fertig. Ja, und für euch geht es jetzt auch direkt weiter mit Deko-Idee Nummer 3. Das dritte Glas hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von 18 cm und der Durchmesser beträgt 20 cm. Ja, und in dieses Glas kommt jetzt ein zweites Glas hinein. Das ist jetzt in meinem Fall 11 cm hoch und der Durchmesser beträgt 9 cm. Wie gesagt, das hier kommt jetzt in das große Glas hinein. Dann fülle ich auch schon mal etwas Wasser hinein. Nicht, dass ich das aus Versehen noch vergesse. Nicht, dass ich das noch aus Versehen vergesse. So rum. So, jetzt müssen wir eben selber hier von der Seite gucken. Ja, das passt jetzt schon mal in meinem Fall. Und ich werde nun Polsterglockenblumen einarbeiten. Die kann man auch ganz früh schon kaufen und erstmal auch als Zimmerpflanze verwenden. Aber diese hier, die wächst einfach bei mir im Garten und ist eine Pflanze, die ist super bienenfreundlich. Auch Hummeln, die lieben die total.
Und das werde ich jetzt hier mal so peu à peu einarbeiten. Nach Möglichkeit dann auch darauf achten, dass da jetzt nicht zu viele Blätter im Wasser nachher drin sind, damit es halt nicht so schnell anfängt zu verfaulen. Ansonsten dann immer alle 2-3 Tage das Wasser mal austauschen. Ich bin auch mal gespannt, weil mit denen habe ich bisher, glaube ich, noch gar nicht dekoriert, wie lange das letzten Endes halten wird. Ich glaube, ich habe auch irgendwie zu viel abgeschnitten. Ja, ist nicht schlimm. Ich habe ja aber jetzt wirklich so viele von denen im Garten oder so viel an Masse, dass das jetzt in meinem Fall nicht so schlimm ist, dass ich da jetzt reichlich abgeschnitten habe. Den kürzen wir jetzt mal ein. Ja, und dann halt hier so drumherum einarbeiten. Was man jetzt auch noch hätte machen können, ich war erst darüber am Nachdenken, man könnte eine Lichterkette auch noch in dem Glas einarbeiten. Aber ich werde hier nachher ein Teelicht drin platzieren. Jetzt fehlt nur noch mein Teelicht und dann bin ich mit der Dekoration dieses Glases auch soweit fertig. Noch mehr werde ich da jetzt nicht einarbeiten, aber ich finde auch dieses Glas ist richtig niedlich geworden. Ja, und wie üblich findet ihr alle benötigten Materialien für die Gläser auch nochmal in der Videobeschreibung. Und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, eure Pink Peach.